So, wir sitzen hier in einem Porsche 911 des Modelljahres 73, ein 911T mit 130 PS. Willkommen an Bord, liebe Zuschauer. Porsche 911, was soll man dazu sagen? Es ist die Inkarnation des klassischen Sportwagens. Mir macht es eine große Freude, das Auto maßgeblich in Fahrt präsentieren zu dürfen. Wir wollen euch mitnehmen auf eine Reise durch die Geschichte des 911. Wir wollen euch zeigen, wie sich so ein Auto fährt, wie es sich anfühlt und werden nachher nochmal bei einem Rundgang auch nochmal über das Design sprechen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin hier quasi in meinem Element. Und wer mich kennt, der weiß, wie sehr ich mit diesen Autos verbunden bin und dass dieser Porsche 911 die Modellreihe maßgeblichen Schwerpunkt meines automobilen Daseins ausmacht. Ich habe mir den ersten Porsche 911 gekauft mit 18, das war 1981, vor 42 Jahren. Das war ein 911S von 1968 für 1100 Mark. Und ich bin seitdem ungefähr 600.000 Kilometer mit alten 911 gefahren und ich kann nur sagen, mir macht es immer noch eine große Freude. Ja, 130 PS in einem Sportwagen, das ist heute natürlich nicht die Welt. Auch damals war es nun nicht erschlagend viel. 2 Jahre nachdem dieses Auto gebaut wurde, erschien ja bereits der Porsche 924 mit dem wassergekühlten Vierzylinder. Der hatte auch nur 5 PS weniger, aber wer den mal gefahren hat, der merkt eben, dass diese Differenz von 5 PS zu diesem Auto doch sehr akademischer Natur ist. Tatsächlich ist es so, dass, also ich kann es nur so sagen, für mich sind 911 PS andere PS. Das Auto ist durch diesen luftgekühlten 6-Zylinder-Boxermotor mit seiner ganz eigenen Charakteristik, hat das Auto eine Lebhaftigkeit und eine ja, fast schon wie eine Daseinsfreude, nicht? Also als wenn es dem Motor Spaß bereitet, Freude bereitet, gedreht zu werden und gefordert zu werden und das eben von der Fahrdynamik her ein völlig anderes Auto als jetzt meinetwegen ein Frontmotorsportwagen mit einem konventionellen wassergekühlten Vierzylinder, gleichgültig ob es ein Porsche ist, also ein anderer Porsche oder nicht. Für mich macht gerade das Fahrverhalten, die Faszination des 911 wirklich aus. Und der 911 ist eben ein Auto, an dem fast alles anders ist, anders ausgeführt, abgestimmt, installiert ist als bei anderen Autos. Man kann auch nicht sagen, dass er damit visionär war oder ein Vorreiter war, weil es kaum andere Sportwagenhersteller gab, die diesem Beispiel gefolgt sind. Das heißt, diese Einzigartigkeit ist über Jahrzehnte geblieben und ist auch teilweise mit schrulligen Details verbunden bei der Konstruktion, bei der Ausführung, die aber in sich immer praktikabel und stimmig sind. Und dieses Gesamtpaket 911, ich bin eben der Auffassung, dass da die Porsche-Ingenieure etwas ganz Besonderes komponiert haben. Einer der maßgeblichen Väter des Autos ist übrigens der vor wenigen Jahren verstorbene spätere Volkswagen-Chef Ferdinand Piëch, der ja als Enkel des alten Professor Porsche eine, ich sag mal, nicht immer gutierte Rolle bei der damaligen Porsche KG gespielt hat. Der junge Ferdinand Piëch kam von der Technischen Universität in Zürich, wurde mit 24 Jahren, ich glaube offiziell sogar Versuchsleiter bei Porsche, hat aber erstmal den alten Hasen erzählt, wie man es macht und wie sie es jahrzehntelang falsch gemacht haben und wie man es richtig macht. Er hat teilweise größere Geldsummen verbrannt, Budgets verbrannt, die Porsche einfach nicht hatte. Porsche war ein relativ kleines Unternehmen zu der damaligen Zeit. Und Piëch hat eben gefordert, bei der Konzeption des 911 in den frühen 60er Jahren einfach das Beste einzubauen, das, was das ausbaubarste, echte Sportwagenkonzept bedeutet.
und da keine Kompromisse einzugehen. Daran hat Porsche schwer zu knabbern gehabt, weil dadurch der 911 eben auch in der Herstellung ein extrem teures Auto geworden ist und natürlich auch entsprechend teuer verkauft werden musste. Aber man hat eben aufgrund der jahrzehntelangen Evolution auch sehen können, dass es sich wirklich ausgezahlt hat. Ja, wir haben 2,4 Liter Vergasermotor. Es ist das letzte Modelljahr, in dem der 911 in der Basisversion Vergasermotor hatte, 1973. Er hat 130 PS bei 6000 Umdrehungen. Das ist schon ein wirklich schnelles Auto, das damals einfach für Sportwagenfahrer State of the Art war. So, wir merken auch, es geht hier richtig gut voran, trotz dieser 130 PS. Und woran liegt das? Natürlich an dem relativ geringen Gewicht. Wir fahren hier ein Leergewicht nach DIN, also voll betankt, mit Fahrer besetzt von 1040 Kilo durch die Gegend. Und das ist halt proportional zu modernen Autos, ist das ein ziemlicher Witz. Also was für mich bei diesem 73er 911T in diesem Originalzustand wirklich begeisternd ist halt, wie präzise und leichtfüßig sich das Auto bewegen lässt. Die sehr direkte und rückmeldefreudige Zahnstangenlenkung ist für einen Sportwagen der damaligen Baujahre also für mich wirklich einzigartig. Man verwächst förmlich mit der Straße. Und das Fahrwerk ist in dieser Konfiguration auch noch komfortabel genug. Das heißt, man kann das Auto auch als Reisewagen gebrauchen. Es ist nicht übermäßig hart, aber trotzdem sind eben in dieser Abstimmung mit dieser Dämpfer-Federn-Kombination auch wirklich sportliche Fahrweisen möglich. Ja, der Motor, Höchstdrehzahl 6300. Das ist jetzt natürlich, wie gesagt, nicht die Welt, aber man spürt schon, das Auto fühlt sich nach deutlich mehr an als eben diesen 130 PS. Nicht, wenn man es einmal richtig laufen lässt und der Motor klingt null angestrengt, sondern man hat das Gefühl, er möchte einfach drehen und drehen und drehen und wirklich quasi seine Lebensfreude rausschreien, wenn man so möchte. Aber es ist wirklich ein Auto zum leidenschaftlichen Fahren und ich glaube, dass das auch das ist, was diese Aura, ich möchte nicht vom Mythos Porsche sprechen, aber was für mich die Aura und auch diese gewisse Faszination ausmacht. Dadurch sind die Autos natürlich begehrenswert geworden. Das Begehrenswerte schafft natürlich entsprechende Wertstrukturen, Preisstrukturen. Und deshalb sind die Autos auch heute so relativ teuer. Dieses Auto ist weit über 100.000 Euro wert. Daraus rekrutiert natürlich auch ein gewisser gesellschaftlicher Status oder sozialer Status, der mit Sicherheit nicht von jedem gutiert wird. Ich kenne viele Leute, die auch deshalb einen 911 rundum ablehnen, weil sie eben diese Kohle-Symbolik furchtbar finden, finde ich auch, leider. Ich finde auch dieses Glorifizieren und dieses Verkulten des Herstellers Porsche und so weiter, es geht mir total gegen den Strich, ich finde es ganz furchtbar. Für mich sind diese Autos einfach nüchterne Sportwerkzeuge, die viel Freude machen, die extrem zuverlässig sind, sie sind kalkulierbar, wenn man sie kennt. Und das ist, ich kann sagen, ich habe an 60er, 70er Jahre Sportwagen praktisch alles gefahren und auch ambitioniert gefahren, was überhaupt auf deutschen Straßen damals unterwegs war. Und da ist ein 911 für mich immer noch das absolut herausragende Fahrgerät, ohne Kompromisse, also ohne, dass ich mich jetzt in technische Details ergießen will, aber es ist beispielsweise so, dass bei der Konstruktion des Porsche 911 eben die Frage im Raum stand, soll man ihm wieder eine Art Pendelachse, wie bei dem alten 356, der ja vom Käfer deriviert war, verpassen oder eine moderne Schräglenkerachse, die sehr viel teurer in der Ausführung ist. Man hat dann natürlich Letzteres genommen. Bei dem Motor, da wurde lange gerätselt, sollte man tatsächlich einen teuren Nockenwellentrieb, also mit Ventilsteuerung mit oben liegenden Nockenwellen praktizieren oder nicht. Und auch da jeweils das, was am teuersten war und sich natürlich auch die beste Technik versprach. Und für diese Besonderheit, die der 911 damals in vielen auch technischen Details mitbrachte, hat eigentlich dieses Konzept relativ schnell
gut funktioniert. Es gab keine wesentlichen Kinderkrankheiten, die betrafen so Fahrwerkseinstellungen und teilweise Vergaserbestückung und so weiter. Aber nach wenigen Modelljahren war der 911 trotz seiner Einzigartigkeit ein Auto, das wirklich absolut praktikabel war und schön zu fahren. Ja, klassischer Sportwagen heißt in diesem Fall, also im Fall der späten 60er oder frühen 70er Jahre, man nutzt das Auto als Alltagsfahrzeug, vielleicht sogar bedingt als Familienauto und fährt damit unter der Woche zur Arbeit, um damit vielleicht am Wochenende auf die Rennstrecke zu gehen und da nicht nur mitzufahren, sondern auch wirklich konkurrenzfähig zu sein. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu den Fahrleistungen. Angegeben war dieser Porsche 911T der 2,4 Liter Generation, das heißt Modelljahre 72, 73, mit dem 130 PS Motor mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 in 9,0 Sekunden. Testwerte haben das deutlich unterboten. Die lagen so bei 7,8, 8,0 Sekunden. Porsche war da immer recht vorsichtig und seriös in den Angaben. Höchstgeschwindigkeit war mit 205 Stundenkilometer angegeben. Die Testwerte bewegten sich zwischen 208 und 213, je nachdem, welche Zeitschrift unter welchen Voraussetzungen gemessen hat und natürlich auch, wie das Auto in sich abgestimmt war. Danach rekrutiert eben auch die Motorleistung und insofern auch die Fahrleistung. Was mich am Porsche 911 immer besonders begeistert hat, insbesondere an den frühen Modellen bis Jahrgang 1973, also der Generation dieses Autos hier, ist einfach, dass die Autos so unglaublich belastbar sind, ob im Renneinsatz oder im sportlichen Einsatz, wie etwa auf der Nordschleife des Nürburgrings, die ja bekanntermaßen materialmordend ist. Und ich bin so viele Kilometer, so viele 1000 Kilometer mit einem 911 im sportlichen Einsatz, auch bei Langstreckenrallyes gefahren. Und es ist noch nie etwas Substanzielles kaputt gegangen. Wenn die Autos vernünftig gewartet sind, dann sind sie wirklich so unglaublich durabel und so hart im Nehmen. Da kann sich mancher anderer Sportwagen, um nicht zu sagen, jeder andere Sportwagen wirklich eine Scheibe abschneiden. Also wie erwähnt haben wir es hier mit einem 911T, T für Touring, des Modelljahres 1973 zu tun, also dem letzten Modelljahr in der klassischen Form. Das Auto hier wurde in Italien ausgeliefert und die Autos, die damals nach Italien gingen, die hatten relativ spärliche Ausstattung. Was ziemlich ungewöhnlich ist für dieses Modelljahr, ist der Umstand, dass wir kein Lederlenkrad haben. Wir haben ein umschäumtes Kunststofflenkrad und wir haben auch ein paar Blindinstrumente. Das heißt, wir haben keinen Ölstandsanzeiger und auch kein Ölmanometer. Stattdessen haben wir hier zwei Blindinstrumente im Armaturenbrett. Für mich wirkt das ein bisschen unvollständig, aber letztlich ist alles an Bord, was man zum Fahren braucht. So, und jetzt drehen wir noch mal ein bisschen. Ja, ein 73er Porsche 911, was für ein Fahrerlebnis, immer wieder. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, über den 911 zu erzählen, auch äußerlich, über die Form etwas zu sagen, das hieß hier Eulen nach Athen tragen. Wir tun es trotzdem. Selbstverständlich, jedes Kind, jede Oma kennt diese Form, diesen Porsche Klassiker. Was Spezialisten erkennen an diesem Auto ist das spezifische Modelljahr. Weil nur 1973 hatte der Porsche 911 diese Ausführung. Und zwar folgendermaßen, diese Hubgitter hier, die Schallgitter, die auch gleichzeitig als Luftgitter gelten,
Und die Blinkerumrandungen und auch Umrandungen der Standlichter sind hier in schwarz gehalten. Das gab es nur 1973. Diesen kleinen, bescheidenen Frontspoiler, der kam im Modelljahr 72 bereits. Da gab es ihn serienmäßig beim Spitzenmodell, dem 911S mit 190 PS. Und auf Sonderwunsch auch bei den schwächer motorisierten 911T, wie dem hier, oder dem 911E, dem sozusagen mittleren 911-Modell. 1973 war der Frontspoiler bei allen 911 serienmäßig und zeigte damit zum ersten Mal so ganz zart in die Moderne der Aerodynamik. Tatsächlich wurde das Fahrverhalten, die Schnelllaufstabilität erheblich verbessert. Man konnte also mit diesem Auto dann schon mit zwei Händen 200 fahren, anstatt sich noch sozusagen externe Unterstützung abholen zu müssen. Ja, ansonsten natürlich die klassischen Fuchsräder, wie man sie kennt. Hier noch mit blankem Stern, das lief nachher sukzessive aus. Später wurde der Stern dieser Fuchsräder schwarz gemacht. Es sind übrigens keine gegossenen Leichtmetallräder, sondern geschmiedete. Das ist etwas Besonderes. Das macht sie noch leichter und noch steifer, aber halt eben auch deutlich teurer. Ja, was mich immer etwas irritiert hat, als Kind muss ich sagen, wenn man so einen 911 von vorne sieht, dann ist der vordere Stoßfänger, der ja so ein bisschen angerundet ist, wenn man ihn von oben sieht, ist das wie so ein lächelnder Mund und dann mit diesen Glubschaugen ist ein sehr freundlich schauendes Auto. Und ich hatte als Kind beispielsweise immer vor so grimmig schauenden BMW-Coupés mit bösen Doppelscheinwerfern, so hatte ich immer ein bisschen, na, Angst will ich nicht sagen, aber Vorsicht. Und ein 911 fand ich immer sehr freundlich. Und vom Fahren her, vom Fahrverhalten ist er ja genau das Gegenteil, aber das finde ich auch, ist ein bisschen das Reizvolle beim 911. Ja, spektakulär natürlich die Farbe. Vipergrün gab es ab 1972 im Porsche-Programm, die Skiff-Grün, diese Alarmfarbe. Das war so eine dieser Bonbonfarben aus den frühen 70er Jahren, wo die Deutsche Verkehrswacht auch grelle Farben als Sicherheitsfeature propagiert hat, was insofern Blödsinn war, als dass sich später wissenschaftlich ergeben hat, dass die sicherste Farbe, das heißt die visuell am besten wahrnehmbare Farbe im Straßenverkehr tatsächlich weiß ist. Gut, das wusste man hier noch nicht, deshalb hat man auf Bonbontöne gesetzt und ich finde dieses Vipergrün wirklich extrem scharf, muss man schon sagen. Was wir hier nicht mehr haben bei diesen Jahrgängen des 911 ist ein vorderes Ausstellfenster, die sind fest eingeglast. Wir haben aber noch hintere Ausstellfenster, die zum Modelljahr 77 weggefallen sind. Stattdessen gab es dann zusätzliche Luftdüsen am Armaturenbrett. Ja, und ansonsten, wir haben hier die klassische Form. Und bei diesem speziellen 911T, der ja wie erwähnt in Italien ausgeliefert wurde und eine Art Kassengestell war, also eine Art Basismodell, da haben wir noch nicht die Vollverkleidung der Schweller, sondern nur die zarten Zierleisten. Wir haben die dünnen Leisten auf den Stoßfängern. Wir haben vorne keine Stoßfängerhörner und die hinten, die haben nur Chrom, also sind nur Chromhörner ohne Gummibelag. Und so ist eigentlich die klassische Form des 911 pur und rein, so wie sie sein soll. So wie es sein soll, ist vor allem die Fahrwerkshöhe dieses Autos. Das ist heute fast schon exotisch, dass ein alter 911 so relativ hoch in den Federn liegt. Beim 911 ist es ja so, dass das Fahrwerk mit diesen Drehstäben, das heißt, der 911 federt nicht über Spiralfedern oder Blattfedern, sondern über Torsionsstäbe, das heißt Drehstäbe, die sich axial verdrehen. Und dadurch federt er, die kann man gut in der Höhe verstellen. Vorne muss man da einfach nur mit dem 11er Schlüssel ein bisschen rumfummeln, dann kommt er 5 cm runter, sieht dann 5 cm geiler aus, fährt aber um 5 Meter beschissener. Dahinter, das dahinter ist es einfach, dass es die Radgeometrie verändert, die Aerodynamik. Und je höher ein 911 in den Federn steht oder je originaler wie dieser hier, was heute wirklich exotisch ist, desto besser fährt er, insbesondere schnell auf der Autobahn. Gut, wenn wir uns Richtung Heck bewegen, was sehen wir da? Wir sehen diese klassische flach auslaufende Heckpartie, von der man sich kaum vorstellen kann, dass so ein relativ
ausladender, großer und recht hochbauender Motor hierunter überhaupt Platz findet. Übrigens auch nochmal stilistisch zu dem 73er Modelljahr. Das erkennt man, wie auch das Modelljahr davor, an dem bereits schwarzen Grill und den schwarz eloxierten Porsche-Buchstaben hier, damals noch als einzelne Buchstaben auf der Heckklappe montiert. So, ein Blick in den Motorraum. Und da haben wir die ganze Pracht der 6 Zylinder mit den Vergasern. Wie gesagt, 2,4 Liter, 130 PS. Wir haben dadurch, dass es ja ein luftgekühlter Motor ist, hier in der Mitte dieses große Gebläse, das bei hoher Drehzahl bis zu 6000 Liter Luft pro Minute fördert, Kühlluft, die dann über den Motor, über die Zylinder und die Zylinderköpfe streicht und nach unten wiederum entweicht und natürlich auch für die Heizung genutzt wird. Denn eine klassische Kühlwasserheizung wie bei einem normalen Auto gibt es beim 911, der ja kein Kühlwasser hat, natürlich nicht. Insofern haben wir hier Blechtaschen, die sogenannten Wärmetauscher, die um die Auspuffanlage, um die Auspuffrohre rumgespeist ist. Die Luft wird da durchgeführt, durchgepresst und in den Innenraum geleitet. Und dadurch hat man warme Luft im Innenraum. Ja, wir haben hier, wie gesagt, einen Boxermotor, der ja zu beiden Seiten jeweils 3 Zylinder hat. Der 6-Zylinder-Boxer. Haben wir hier einen Dreifachvergaser, hier einen Dreifachvergaser, ganz klassische Gemischaufbereitung. Natürlich 2 Ventile pro Zylinder, V-förmige Ventile, klassischer Motorenbau und wirklich absolut ausbaufähig, was die Leistung anbelangt. So viel zum Motor. Das heißt, wenn der Motor hinten ist, ist logischerweise der Gepäckraum vorn und den kann ich euch auch gern noch mal zeigen. Der ist nämlich gar nicht so klein, wie man es landläufig erwarten möchte. Wir öffnen die Haube und was sehen wir? Einen veritablen Kofferraum, in dem man wirklich eine größere Menge Gepäck reinbekommt, allemal für 2 Leute tauglich. Wenn es nicht reichen sollte, kann man auch die Rücksitzlehnen noch umklappen und dann hat man ungefähr nochmal 70% dieses Stauvolumens nochmal dazu. Das heißt absolut ausreichend. Übrigens nicht bei jedem 911 Modelljahr, denn später mit den gewachsenen Komfortansprüchen kamen auch immer mehr Einbauten, auch gerade vorne im Kofferraum. Beispielsweise ab 1977 hatte der Porsche 911 einen Bremskraftverstärker, der saß dann hier und hat einen Großteil des Kofferraums weggenommen. Und später kamen noch andere Einbauten dazu und mit der 964-Generation ab Modelljahr 1989, 90, da wurde der 964er eingeführt. Da war es dann mit dem Kofferraum fast vollständig vorbei. Da musste man sich schon sehr beschränken, was das Mitnahmegepäck anbelangt. So, und was man übrigens nicht machen darf beim Porsche, das ist eine Todsünde. Man muss die Haube so schließen und darf nicht auf das Wappen drücken. Das tun nämlich die meisten. Und dass das hier bei diesem Originalwappen, das übrigens eine absolute Rarität ist, mit den orangefarbenen Streifen hier, was hier leider auch öfter gemacht worden ist, die Haube ist auf dem Wappen zugedrückt worden, wahrscheinlich bereits vor, na wie alt ist das Auto, knapp 50 Jahre. Das ist hier wohl mehrmals oder jahrelang praktiziert worden und deshalb ist das Wappen leider ein bisschen konkav ausgeformt, anstatt eine konvexe Wölbung zu haben. Das nochmal so unter Porsche-Klugscheißern. Ja, so viel zum Kofferraum. Und jetzt wollen wir noch einmal kurz in den Innenraum schauen. Was wir da sehen, ist nämlich etwas, was ich als den einzigen wirklichen Schwachpunkt dieses Autos erachte. Und das sind diese Sitze. Es sind zwar klassische, schöne Ledersitze mit perforierten Flächen, aber sie sind so windelweich und haben so wenig Seitenhalt, dass sie nach meinem Empfinden einfach nicht in einen Sportwagen gehören. Wenn die Sitze so stark nachgeben hier, ich kann das mit wenig Kraft so runterdrücken, dann finde ich, gehören sie nicht mal in einen Mercedes aus dem Baujahr, dessen Sitze ich übrigens ganz genauso furchtbar finde. Zum Modelljahr 1974, also im Jahr nach diesem Auto, hat dann Porsche eingeführt mit diesen sogenannten Ziehharmonika-Stoßfängern der G-Modell-Serie endlich vernünftige Sitze serienmäßig eingebaut, in denen man auch lange sitzen kann und eine vernünftige Seitenführung hat. Hier würde ich dringend empfehlen, die damaligen Sportsitze oder zumindest deren authentische Nachbauten zu installieren. Da kann man wesentlich besser drin sitzen, hat auch ein bisschen Seitenführung
und eben nicht so ein windelweiches Sitzgefühl wie in diesen Sitzen. Aber gut, es ist halt ein 50 Jahre altes Auto und da muss man vielleicht auch mit solchen Details zu leben bereit sein. Und es ist ja auch entzückend von der ganzen Stilistik her, ähnlich wie auch dieses Radio hier, das alte Bäcker Europa mit der Nadelstreifenblende zum Beispiel. Vielleicht gehört das auch ein Stück weit alles zusammen. So, soweit unser Video zu diesem sagenhaften Vipergrün 1973er Porsche 911T mit 130 PS. Ich hoffe sehr, es hat euch Freude gemacht. Wenn ihr Bock auf weitere Videos zu Autos dieser Couleur habt, da haben wir zwei echte Spezialitäten für euch, nämlich Videos von zwei legendären Modellen, die diesem 911T damals das Leben schwer gemacht haben, nämlich einmal den Capri 2600 RS und den BMW 2002 Turbo. Einfach mal reinschauen, ebenfalls auf dem Kanal der Bremen Classic Motor Show. Viel Vergnügen damit!